Die beiden Aktien von United Health Group und Old Dominion Frightline sind stark im Kurs eingestürzt. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns die aktuelle Situation bei den beiden Aktien kurz fundamental und charttechnisch an und legen den Hauptfokus auf die Neuigkeiten, die jetzt eben zu diesem Kursrutsch bei diesen zwei wirklich hochqualitativen Unternehmen geführt hat. Und als erstes starten wir hier mit der United Health Group. Nochmal kurz zum Geschäftsmodell. Also man ist hier in der Branche Gesundheitswesen und Versicherungen tätig, also als größter Krankenversicherer der USA und hat da einzelne Segmente wie United Healthcare, also Versicherungen und aber auch Optum. Da konzentriert man sich auf Datenanalyse, Apothekenmanagement und Gesundheitsdienstleistungen. Also sie sind da der absolute Marktführer und gerade mit dieser Vertikalintegration durch Optum kann man hier mit digitalen Gesundheitslösungen eben die Gesundheitsversorgung nochmal kombinieren und es ist ein wirklich einfach ein sehr stark diversifiziertes, eingesessenes Unternehmen, das ja auch sehr beliebt ist bei vielen Privatanlegern. So, wir gucken uns jetzt hier mal den Kursverlauf an. Also auf Sicht der letzten 6 Monate sehen wir schon, also United Healthcare oder United Health Group hatte hier sein Allzeithoch bei 625 US-Dollar. Dann starker Abverkauf, wieder die Erholung bis hoch auf 540 und jetzt nochmal minus 7,7% nach unten gestürzt. Und jetzt sind wir eben nur noch bei 466 US-Dollar. Also United Health hat ganz viele Probleme gehabt in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen. Also erst mit dem Cybersecurity-Vorfall, von dem man sich noch immer nicht ganz erholt hat. Das ist ungefähr ein Jahr jetzt genau her. Dann eben auch dieser tragische Vorfall mit dem CEO von der United Healthcare, also dieser Unterorganisation von United Health Group. Das hat natürlich auch nochmal eine große Bestürzung ausgelöst, auch in der US-amerikanischen Bevölkerung. Und das wiederum hat dann auch dazu geführt, dass hier Donald Trump einige Kommentare in Richtung von Versicherern gemacht hat, die dem Kurs auch nicht geschmeckt haben. Also ganz kurz hier, Knockout the Middleman. Darum ging es dann eben hier diese Zwischenvermittler, wie zum Beispiel United Health, ja, so ein bisschen aus dem Geschäft rauszunehmen und dann die Geschäfte direkt zu machen. Das wäre natürlich sehr schlecht, auch für United Health Group. Jetzt kommt da immer mehr auch so ein bisschen Angst in den Markt, dass jetzt hier United Health auch von der Department of Justice hier einer Untersuchung unterzogen werden muss. Warum? Ja, ich meine, United Health Group ist ja absolut systemrelevant. Also das Unternehmen hat eine unglaublich wichtige Position auch in den USA und dass jetzt hier so dieses wahnsinnig große der wahnsinnig große Kommerz betrieben wird, ist der US-Regierung zunehmend anscheinend ein Dorn im Auge. Jetzt gibt es hier einen Report, dass eben dieses Department of Justice eine Untersuchung einleiten wird gegen United Health und das hat jetzt eben nochmal zu diesem deutlichen Absturz geführt, dieser Aktie. Und das ist natürlich völlig klar. Also man hat jetzt eben Angst, dass die Marktposition von United Health in Zukunft nicht mehr gesichert ist, weil sich jetzt hier diese Regierung und der Staat anscheinend hier interessiert, wie funktionieren die ganzen Abläufe bei United Health, wie können wir oder wie können sie offensichtlich hier so ein bisschen die Regulatorik ändern und eben die einzelnen Versicherer davon abhalten, wirklich große Gewinne zu erzielen, sondern hier mehr auf Gemeinnützigkeit abzuzielen. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder davon gehen natürlich auch viele im Markt aus, dass hier eine Art doch Sinneswandel anscheinend passiert, was die Krankenversicherungen in den USA angeht und deswegen jetzt hier auch nochmal der deutliche Kurssturz. Bevor wir uns nochmal fundamental die aktuelle Bewertung und so weiter anschauen, falls du jetzt noch nicht Abonnent bist auf diesem Kanal, dann jetzt unbedingt mal kostenlos ein Abo dalassen. Gerne auch Daumen nach oben, wenn es dir gefällt. Ich stelle auch immer wieder sehr spannende, unbekannte Aktien vor, die du eigentlich jetzt eher anschauen solltest. Beispielsweise Exponent Inc. ist gerade auch deutlich spannender als United Health. Also gerne mal dieses Video auch auschecken. So, dann gucken wir mal hier kurz auf United Health Group und die aktuelle Bewertung auf Sicht der letzten 5 Jahre.
können wir eben sehen, dass die Aktie jetzt gerade ungefähr, zumindest auf dem bereinigten KGV, unterbewertet erscheint. Also dieser deutliche Absturz hat jetzt hier schon zu einer interessanten Bewertung auch wieder geführt. Ich meine, wir bewegen uns jetzt auch schon unglaublich lange seitwärts. Auch auf Sicht der letzten 3 Jahre, wenn wir uns hier den bereinigten Gewinn anschauen, sind wir hier 20% unterbewertet und ja, ich denke, dass die Prognosen hier schon einigermaßen aussagekräftig sind. Wenn wir hier einen Einstieg simulieren, dann hätten wir aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 16,8%. Auf Basis des Cashflows sehen wir, dass wir ungefähr fair bewertet sind und auf Basis des bilanzierten Gewinns sind wir so gerade minimal überbewertet. Bleibt natürlich jetzt hier abzuwarten, dieses Bewertungsmodell ist natürlich nicht gerade sinnvoll, jetzt hier anzusetzen, weil es bezieht sich ja immer auf die KGVs, KCVs, KUVs und so weiter der letzten Jahre. Ja, und wenn natürlich hier so eine starke Regulatorik in den Markt reinkommt und man versucht jetzt hier zu verhindern, dass die Krankenversicherer viel Profit machen, dann sind diese Bewertungskennzahlen natürlich auch völlig unrealistisch, weil es wird kein Wachstum mehr geben. Da bin ich mir relativ sicher, es wird dann eher rückläufig sein, beziehungsweise es kann natürlich auch passieren, dass das hier ein Nullsummenspiel wird oder was weiß ich, vielleicht sogar die Krankenversicherer hier privatisiert werden und dann würden diese Kennzahlen natürlich ja absolut unrealistisch werden. Also an sich, wenn alles so bleiben würde, was den aktuellen Markt angeht, wäre es jetzt eine wirklich starke Chance bei United Health. Das muss man auf jeden Fall sagen und jetzt gucken wir uns den aktuellen Chart an. Also auf Monatsbasis, klar, also brauche ich glaube ich keinem erzählen, die Aktie war jahrelang ein absoluter Dauerläufer, absolut wirklich richtig gut gelaufen. Wir haben ja auch mal ein paar Seitwärtsphasen mit drin, ein paar größere Einstürze, aber an sich wirklich ja, absolute Rakete, die Aktie. Und jetzt eben aber doch schon seit 2022 bewegt sich die Aktie nirgendwo hin. Eine riesige Seitwärtsphase, ja, also sehr zu bedauern. Und wenn wir uns das Ganze mittelfristig anschauen, können wir eigentlich sehen, es gibt zwei Hauptbereiche. Einmal jetzt der grüne Bereich hier unten im Bereich 430 US-Dollar bis hoch auf 450. Das war jetzt ja die absolut wichtigste Unterstützungszone. Sage ich gleich vorneweg, sollten wir die verlieren, dann wird es wirklich eklig. Also wenn hier diese Unterstützung gebrochen wird, dann ist eigentlich eine riesige Top-Bildung schon fast verendet. Da dürfen wir auf keinen Fall auf Wochenbasis bzw. Monatsbasis drunter schließen. Das wäre für mich auch der Stop. Also ich würde meine komplette Position verkaufen. Sollten wir auf Monatsbasis unten drunter schließen, dann bin ich raus. Dann möchte ich nicht weiter beteiligt sein an der Aktie. Das ist aber auch Teil meiner Strategie. Und im Moment ist da alles noch völlig im grünen Bereich und ich glaube eigentlich auch dran, dass die Reaktion jetzt etwas übertrieben ist, aber dennoch charttechnisch hat sich das Bild deutlich abgeschwächt, deutlich eingetrübt und wir müssen wirklich hier unbedingt schauen, dass wir nicht auf Monatsschlusskurs unter diese Unterstützungszone kommen. Es ist halt einfach auch schade, dass wir jetzt hier diesen Impuls, also der Impuls, der jetzt hier stattgefunden hat, vom April 2024 bis hoch auf das neue Allzeithoch 630 US-Dollar, dass dieser grüne Impuls jetzt nicht gehalten wurde und wir den Ausbruch aus der Widerstandszone, den haben wir ja jetzt komplett wieder abgegeben, komplett verloren. Also war das jetzt hier ein Fehlausbruch und ist natürlich dann auch klar, dass hier eine deutliche Reaktion jetzt nach unten kommt. Heißt nach wie vor, wir müssen hier nachhaltig über diese Hochs drüber, über 562 US-Dollar. Sonst wird das hier eine ewige Seitwärtsphase. Also entweder wir brechen runter oder wir brechen nachhaltig nach oben aus. Ansonsten ja, sieht es wirklich eher langweilig aus, schon eher schlecht für United Health. Wir brauchen eine Stabilisierung auf kurzfristiger Ebene, auf Tagesbasis können wir jetzt da noch gar nichts sehen. Es war ja eben auch nur der Handel am Freitag. Bleibt abzuwarten. Hier ist noch eine Kurslücke oben, hier offen, hier oben offen. Hier in dem Bereich sowieso nochmal. Also hier müssen wir auf jeden Fall einige Tage, vielleicht sogar Wochen abwarten, wie sich die Chartsituation hier entwickelt. Im Moment war es auf jeden Fall schon mal wichtig, dass wir hier sofort eine kleine Reaktion gesehen haben auf diese Monatsunterstützung. Und ja, also wie gesagt, wir sollten das am besten hier, wir haben jetzt noch, wie viele Tage haben wir denn noch? Eine Handelswoche ungefähr. Da sollte schon hier die United Health Group schauen oder das Unternehmen,
es schaffen, hier auf Monatskurs vielleicht wieder hoch auf 500 US-Dollar zu kommen und einen Monatsschlusskurs hier zu halten, dann wäre es relativ gut noch. Aber im Moment ja, muss man da abwarten, muss man mal schauen. Also ich würde da jetzt nicht blind reingreifen, ist zumindest meine Meinung, auch wenn sich da jetzt bewertungstechnisch und so weiter schon eine attraktive Situation auch ergeben hat. Im Moment haben wir jetzt dadurch eine Dividendenrendite, schauen wir uns kurz an, von 1,8%, also das auch ja, schon relativ hoch jetzt bei United Health. Aber im Moment für mich absoluter Haltekandidat. Ich kaufe da erstmal nicht nach. Also ich habe auch schon eine relativ große Position. Sollte sich da nochmal eine Stabilisierung in dem unteren Bereich ergeben, würde ich mir nochmal Gedanken drüber machen, ob ich nochmal aufstocke. Aber im Moment sieht es sehr bearish aus. Also diese Bewegungen nach unten sind extrem impulsiv. Diese kleine Corrective ist viel zu schwach. Also wir brauchen hier wirklich eine ordentliche Bodenbildung, ähnlich wie wir es hier gesehen haben oder hier unten. Genau, das war es aber zur United Health Aktie. Wir gucken aber jetzt gleich noch zu Old Dominion Freightline. Ja, es ist ja in der Branche Logistik und Transport ein absoluter Value-Titel, wirklich extrem hochqualitatives Geschäftsmodell. Man ist spezialisiert auf LTL-Fracht, also Less Than Truckload. Die machen also so eine Stückguttransportschiene mit LKWs. Die haben den Fokus auf Premium-Services mit schnellen, effizienten und zuverlässigen Lieferungen und man hat 261 Service Centern in den USA und haben eine wirklich sehr, sehr hochqualitative oder Zielerreichungsrate. Also die 99%, über 99% der Lieferungen sind pünktlich, wirklich auch starke operative Effizienz. Aber auch hier steckt man doch in einer ja, relativ starken Krise. Auch heute mit dem Freightline musste hier einiges an Kurs auch ja, nach unten abgeben, wenn wir uns auch gleich charttechnisch anschauen. Da fragt sich auch natürlich der ein oder andere, warum? Was ist denn passiert? Der Grund dafür ist hier die US Business Activity. Die ist nach unten durchgebrochen, also der Service Index können wir jetzt hier sehen, der ist deutlich nach unten gekommen. Hier am Freitag kam die News raus und auf diese News hinweg ist Old Dominion Freightline jetzt im Kurs ja, total eingestürzt. Es hat der Aktie überhaupt nicht gefallen, da die Aktie natürlich oder das Unternehmen natürlich auch extrem empfindlich gegenüber der Konjunktur ist. Auch hier kamen jetzt letztlich neue Quartalszahlen raus und da werden wir jetzt auch gleich so ein bisschen sehen, in welcher Position sich aktuell hier mal die ODFL befindet. Also einerseits hier mal im Vergleich zum Vorquartal 2023 und 2024 können wir sehen, dass der Umsatz um 7,3% rückläufig war. Das operative Einkommen ist sogar um 20% gesunken und das Net Income um 18,5%. Es heißt, Old Dominion Freightline ist im Moment rückläufig im Ergebnis und hat wirklich ja, doch Probleme, hier weiter im Marktwachstum zu generieren. Es scheint so, als wäre die Konjunktur eher schwächer. Man ist sehr, sehr abhängig von der US-Wirtschaft, die ja doch ja, auch so ein bisschen aktuell in einer schwierigeren Phase ist. Ja, und er sagt eben auch hier der CEO, also man sieht jetzt hier weiterhin eher eine weichere Situation, weichere Wirtschaft, aber sie haben jetzt hier gesagt, dass der Umsatz einerseits natürlich 7,3% gesunken ist im Vergleich zum Vorquartal, aber sie haben ihre Marktanteile verteidigen können. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Und was interessant ist, also weil jetzt eben hier diese Umsätze rückläufig waren, konnte dafür eben diese Operating Ratio erhöht werden auf 75,9 Punkte. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen, zeugt eben auch von Qualität. Wenn der Umsatz runtergeht, wird dann hier die Operating Ratio auch reduziert. Ist dann nicht so, dass die gleich bleibt, heißt man bleibt nicht zu 100% auf den Kosten sitzen und hat da offensichtlich auch einfach eine gewisse Flexibilität. Was noch interessant ist, man hat hier dennoch eine Dividendenerhöhung angekündigt um 7,7%. Also ja, ganz nett, kann man mal mitnehmen, aber ist jetzt natürlich nicht die ja, ewig große Dividendenerhöhung. Im Moment ist es auch einfach eine eher schwierige Phase, in der Old Dominion Freightline hier steckt. Gucken wir uns auch hier gleich nochmal den Chart an. Und bevor wir dazu kommen, wenn du jetzt noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker, dann kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen. Da kannst du dir jetzt hier auch diesen 5% Cashback auf deinen Sparplan abholen mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung. Kannst du gerne mal auschecken. So, gucken wir uns Old Dominion Freightline mal an im Monatschart.
Und auch hier habe ich diese Aktie auch in meinem Portfolio, also nochmal Disclaimer, ich bin ja auch ein bisschen biased eingestellt, natürlich auch keine Anlageberatung. Auf Monatsbasis ist hier nach wie vor alles in Ordnung, also hier absoluter Dauerläufer, hochqualitativ, aber wir befinden uns in einer Seitwärtsphase seit 2023. Nach wie vor ist es so, dass wir in diesem Monatsaufwärtsimpuls stecken von 2022 hier hoch auf 24 November und die wichtigste Unterstützungszone wäre hier bei 160 US-Dollar. Es wäre nach wie vor wünschenswert, dass wir hier runter korrigieren und diese Zone abholen. Es wäre ja eine sehr, sehr gute Kaufzone auch, die würde sogar runtergehen bis auf 150. Könnte mir sehr gut vorstellen, immer noch, dass wir uns da nochmal wiederfinden. Im Moment sieht es danach aus, als würden wir weiter in die Korrektur abrutschen. Ich habe hier bei 180 US-Dollar bin ich eingestiegen nach der Vollendung dieses Bodens hier unten. Aber die Position ist bei mir noch nicht voll. Also wenn wir hier runterfallen auf 160 und hier eine Stabilisierung bekommen, dann würde ich da definitiv auch nochmal nachkaufen. Kurzfristig sieht es eben so aus, dass wir hier versucht haben, einen neuen Boden auszubilden, hatten hier auch mal ein kurzes Kaufsignal über 148 US-Dollar, jetzt aber eben nochmal deutlich der Rücklauf und auch hier brauchen wir jetzt, ähnlich wie bei United Health, erstmal eine Stabilisierung. Auch hier würde ich nicht blind reingreifen. Es hat hier mal kurzfristig sehr, sehr gut ausgeschaut mit diesem neuen Allzeithoch, das wir aber leider nicht ja, nachhaltig halten konnten jetzt. Wenn wir uns das anschauen, also auf Monatsbasis ist hier kein signifikanter Schlusskurs drüber, heißt, es ist eher eine Seitwärtsphase und ja, vielleicht rutschen wir noch weiter in die Korrektur ab, könnte aber dann eben auch nochmal eine ja doch deutlich bessere historische Kaufchance werden. Es ist jetzt auch nicht ganz untypisch, also Ultimate and Flatline, die korrigieren schon auch mal, zum Beispiel hier von 2014 bis 2016, da war dann wahrscheinlich eine eher auch schwächere aktuelle konjunkturelle Lage, wie es jetzt eben der Fall ist. Von dem her, ja, man muss sich da einfach jetzt platzieren, wenn man davon ausgeht, dass wieder irgendwann bessere konjunkturelle Zeiten folgen. Deswegen denke ich, dass es auch eine starke Chance ist, die man hier nutzen kann. Ist eben nur die Frage, wie lange dauert das, wie hoch sind die Opportunitätskosten. Das ist natürlich immer ein Thema, dem man sich einfach widmen muss. Wir haben im Moment eine Dividendenrendite von 0,62%, also relativ niedrig und ja, Bewertung gerade bei 35,99 ist natürlich auch relativ hoch für eine Aktie, die jetzt im Moment ja, einfach kein Wachstum liefern kann. Der Dow Jones Transportation Average Index, der sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, oder der ist nach wie vor aufwärts gerichtet. Also von dem her ist jetzt aber auch keine wahnsinnig gute Chance, die sich da ergibt. Und das gleiche sehen wir beim Nasdaq Transportation Index. Also auch der ja, ist noch nicht extrem überhitzt. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass der eher weiter nach oben läuft und ja, sich hier vielleicht sogar bald neue All-Time-Highs zeigen könnten. Also von den Transportindexes ist alles noch in Ordnung, da ist alles im grünen Bereich und da sieht man eigentlich auch gar nicht, dass wir zum Beispiel ODFL jetzt hier ja doch in einer etwas stärkeren Korrektur steckt. Wenn wir uns die KGVs anschauen, auf Sicht der letzten 5 Jahre ist ODFL tatsächlich immer noch überbewertet im Moment. Also auch hier sollten wir die 160 sehen. Das wäre dann eben ja, dann eine faire Bewertung, ein gutes Level, um einen Einstieg zu suchen. Im Moment bin ich eher zurückhaltend. Auch was den fairen Wert hier angeht, sehen wir, dass wir auf Basis des bilanzierten Gewinns im Moment ein bisschen überbewertet sind. Basis des operativen Cashflows sogar deutlich überbewertet. Also auch hier sieht es eher so aus, als sollte man hier sich vielleicht eher nochmal ein bisschen auf die Seitenlinie stellen und abwarten, wie sich der Kurs in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Das war jetzt das Update zu United Health und zu Ultimate and Flightline. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist natürlich jetzt wieder mal, oder sind zwei Aktien, die jetzt viele bewegen, haben natürlich wahrscheinlich auch viele von euch selber im Depot. Also bei beiden jetzt noch keine Verkaufssignale oder ähnliches. Wenn eine Stabilisierung folgt, sind es, denke ich, meiner Meinung nach eher Kaufchancen, die sich hier auftun im Moment. Aber würde ich die Füße stillhalten, würde mich aber auch interessieren, was ihr jetzt macht. Kauft ihr danach? Haltet ihr erstmal weiter oder habt ihr sogar die einzelnen Positionen abgestoßen? Jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten natürlich Glocke anmachen nicht vergessen und Daumen hoch, falls du jetzt noch einen absoluten Dauerläufer sehen möchtest und dich interessierst für Exponent Inc., kann ich dir dieses Video empfehlen oder eben meine letzte Analyse zu den Dividendenerhöhungen bei Analog Devices, Meta, MPS und CSX. Das war's für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Kam etwas spät heute das Video. Ich habe wieder gekämpft mit meinem Treiber, aber
Hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao.